Willkommen beim Meilencoach. Heute nehme ich euch mit auf einen besonderen Business-Class-Flug mit der Condor DE2063 in einem nur 11 Monate alten Airbus 330 Neo. Es geht über Nacht von Las Vegas nach Frankfurt. Die Strecke ist fast 9000 Kilometer lang. Die Flugzeit beträgt ca. 11 Stunden. Kameramann Felix hat sich einen besonderen Sitzplatz gegönnt. Er sitzt auf 1F, einem der Prime Seats innerhalb der Business Class. Wir zeigen euch, was ihr dort an Komfort erwarten könnt, wie der Service war, alles zum Sitz und Entertainment, was gut war und was nicht so glatt lief. Und ja, bietet dieser Sitz schon fast eine First-Class-Erfahrung? Ist er vergleichbar mit der Suite der neuen Lufthansa Allegris Business-Class-Kabine? Und natürlich erfahrt ihr, was dieser Flug gekostet hat und wie man ihn noch etwas rabattiert buchen kann. Letztendlich schätzen wir für euch ein, ob sich der Aufpreis für den Prime Seat auch lohnt. Also, bleibt bis zum Ende dabei, es lohnt sich. Der A330 Neo der Condor bietet 310 Passagieren Platz, 30 in der Business Class, davon nur 4 Prime Seats, 64 Sitze in der Premium Economy und 216 in der Economy. In der Business Class gibt es eine zeitgemäße 1:1 Sitzplatzkonfiguration. Hier seht ihr die Business Class kurz nach dem Boarden, das mittelmäßig gut funktioniert hat. Es wurden zwar die Sitzgruppen aufgerufen, aber man stand in einer Traube vor dem Gate. Die Kabine macht einen eleganten Eindruck. Da der Abflug erst um 22:22 Uhr stattfand, gab es kein Tageslicht mehr. Die Nachtbeleuchtung war schon eingeschaltet. Bitte entschuldigt daher auch die Bildqualität, die ab und zu wegen mangelnder Lichtquellen zu wünschen übrig lässt. Es gibt 8 Reihen in der Business Class. Felix filmt sie von hinten nach vorne, entlang der Mittelsitze. Die Kombination aus Blau- und Weißtönen sowie Holzelementen wirkt edel und gar nicht wie ein Ferienflieger. Die Plätze sind gut vorbereitet. Überall liegen ein großes weißes Kissen und eine blaue eingeschweißte Decke aus. Zudem erhalten alle eine Schlafauflage, was natürlich ein großes Plus ist. Blau-weiß gestreifte Slipper sind auch ein schönes Detail. Trinkflaschen und Amenity-Kits liegen auch bereit. Dazu später aber mehr. Jetzt sehen wir die mittleren Prime Seats in der ersten Reihe, 1E und 1F. Sie wirken etwas größer dimensioniert als die regulären Business-Sitze. Auffällig ist der große Bildschirm mit 60 cm Diagonale. Der Abstand zum Bildschirm ist tatsächlich so groß, dass man kaum hinreicht. Man benötigt dafür die Kontrolleinheit. Das kann problematisch sein, wie ihr gleich erfahren werdet. Was verspricht Condor für den Prime Seat noch? Einen besonders flauschigen Pyjama, einen zusätzlichen Snackkorb, ein besonders exklusives Amenity-Kit und ein WLAN-Paket für den gesamten Flug. Tatsächlich ist der Pyjama ziemlich bequem und hochwertig. Die Größenauswahl ist allerdings limitiert. Felix hat den einzigen in seiner Größe ergattert. Glück gehabt. Das Amenity-Kit und den Snackkorb sehen wir uns gleich näher an. Schauen wir uns aber zuerst den Prime Seat näher an. Hier sehen wir die großzügige Fußablage mit der Schlafauflage und den Slippern. Seitlich ist ein massiver Tisch verstaut, den wir gleich noch näher zeigen werden. Hier sieht man den großen 4K-Monitor. Seitlich befindet sich eine größere Ablage mit dem Controller und den Schnittstellen für Strom, USB und USB-C sowie für die Kopfhörer. Darüber das Fach für das Amenity-Kit. Hier noch einmal von Namen das Kissen und die verpackte Decke. Der Sitz weist einen 3-Punkt-Gurt auf und ist mit blauem Stoff bezogen. Der Fußraum ist mindestens 1,99 Meter lang. Der Sitz ist 53 cm breit und lässt sich zu einem flachen Bett verwandeln. Es ist wirklich genug Platz für die Beine. Theoretisch kann sich auch jemand gegenüber hinsetzen für ein gemeinsames Essen oder Spiel. Die Stahlelemente für die Broschüren wirken robust und edel. Zwischen den beiden Prime Seats gibt es auch eine Trennwand, deren Bedienung sich nicht gleich erschließt. Felix musste damit ziemlich kämpfen. Eine Einweisung in diesen Sitz wäre hilfreich gewesen. Schließlich gelang es. Der Trick ist, dass man erst drückt und dann zieht. Dann lässt sich die Wand nach Belieben hochziehen oder auch wieder ganz nach unten fahren. Die Bedienung des Sitzes ist dafür ziemlich intuitiv. Es gibt klar gestaltete Knöpfe für Start und Landung, das flache Bett, die Lesehaltung und dann noch für individuelle Einstellungen und Licht am Fußende. Die haben alle auch gut funktioniert. Der Sitz lässt sich bequem rauf und wieder runterfahren. Die Kontrolleinheit, mit der man den Bildschirm, aber auch das Licht bedient, lässt sich dann relativ einfach entfernen und auch wieder verstauen. Das Licht befindet sich relativ weit über dem Sitz, lässt sich aber zuverlässig an- und ausschalten.
Die Kontrolleinheit ist auch sehr wichtig für den Bildschirm am Prime Seat. Der ist so weit weg, dass man nur mühsam hinreicht. Nach dem Start muss man den Bildschirm erst einmal mit der Kontrolleinheit anschalten, sonst bleibt er dunkel. Das empfand Felix als nicht ganz intuitiv. Mit einem Pad am Controller kann man dann einen Cursor am Bildschirm bewegen für die Auswahl der Programme. Was sich als unangenehme Überraschung herausstellte, war die beschädigte Kontrolleinheit am benachbarten Prime Seat 1E. Das System musste mehrmals gestartet werden, sie ging danach trotzdem nicht. Das Problem sei bekannt, das käme immer wieder vor. Hier sieht man den Neustart. Wenn man bedenkt, dass der Prime Seat einen stattlichen Aufpreis kostet, ist das schon ziemlich ärgerlich. Während des ganzen Fluges musste man sich anderweitig behelfen. Der Bildschirm ließ sich dann zumindest manuell bedienen. Die freundliche Crew hat dann ausgeholfen, damit man nicht alles wegräumen musste, um selbst den Bildschirm manuell zu bedienen. Dennoch sollte das eigentlich hier nicht passieren. Condor bietet für den Genuss des Entertainments gut verarbeitete Kopfhörer. Sie sind mit dem Condor-Logo gebrandet. Sie sind nicht besonders groß, wurden fast als ein wenig klein empfunden, sitzen eher auf dem Ohr. Dennoch konnte man sie gut dem Kopf anpassen. Eingesteckt werden sie rechts bei den anderen Schnittstellen. Der Noise-Cancelling-Effekt wurde als sehr gut empfunden. Sehen wir uns als nächstes den speziellen Snackkorb für die Prime Seats an, der nach dem Start gereicht wird. Darin befinden sich zum einen Pickup-Kekse, M&M's, ein Orangensaft, Pringle Chips, Salted Caramel Popcorn und auch Haribos fehlen nicht. Ein nettes zusätzliches Goodie. Kurz nach dem Start kommt dann auch der erste Getränkeservice. Zum Champagner werden ein Glas Wasser und Nüsse im hübschen Porzellan gereicht. So kann es weitergehen. Condor kredenzt Champagner aus dem Hause Nicolas Feuillat, die Flasche zu ca. 34 €. Was mit dem Essen weitergeht, betrachten wir mal das Amenity-Kit etwas genauer. Auch da wird ein Premium-Produkt versprochen. In dem hübschen versiegelten Beutel befinden sich dann von Rituals ein Feuchtigkeitsspray, ein Lippenbalm, eine Handcreme und eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht. Eine Zahnbürste mit Zahnpasta sind natürlich auch dabei. Ohrstöpsel kann man sich von der Crew bringen lassen. Blau-weiß gestreifte Socken und eine blaue Schlafmaske runden das Angebot ab. Sicherlich ordentlich. Allein die Verpackung empfinde ich als ein wenig einfach. Die grün-weiß gestreifte Blechdose zum Aufbewahren der Cremes ist ein nettes Souvenir. So, jetzt beginnt der Essensservice. Condor verteilt ansprechend gestaltete Menükarten und auch das Essen kann sich sehen lassen. Als Vorspeise gibt es einen Paprikadip, frischen Salat, marinierten Thunfisch mit gelber Beete und Tomate, Mozzarella und Bresaola. Alles hat fein gemundet, auch die Weine passten gut dazu. Aus einem großen Brotkorb konnte man allerlei Gebäck wählen. Hier sieht man Laugengebäck und Knoblauchbrot. Der Tisch ist ausreichend groß und stabil. Auch das Champagnerglas hat Felix noch gut untergebracht. Zur Hauptspeise konnte man wählen aus Rinderfilet mit gegrilltem Gemüse oder Shrimps mit Safranreis oder italienischen Ravioli mit Artischockenfüllung. Das Rinderfilet und die Ravioli könnt ihr hier sehen. Alles hübsch und appetitlich präsentiert. Ein würdiges Business-Class-Essen. Auch vom Wein war Felix durchaus angetan. Zeit für einen Waschraumcheck. 30 Passagiere teilen sich 2 Waschräume, was ein gutes Verhältnis ist. Was finden wir dort vor? Einen praktischen Kleiderhaken an der Tür, einen großen Spiegel, natürlich das Waschbecken und Papierhandtücher, Pappbecher und einen Seifenspender. Ein schönes Accessoire sind auch die Handcreme und ein Handdesinfektionsmittel. Der Platz ist etwas geräumiger als in der Economy. Nett sind auch die Tapeten im Condor-Streifen-Look. Der Boden hätte vielleicht ein wenig sauberer sein können. Nach einer guten Nachtruhe wurde man mit einem reichlichen Frühstück geweckt. Nach Herzenslust konnte man sich am Brotkorb bedienen.
Auch mit Marmeladen, Nutella und so weiter wurde nicht gespart. Neben einem gekochten Ei gab es noch ein Omelette, italienische Salami, Käse und frisches Obst. Neben Kaffee und Tee gab es auch frisch gepressten Orangensaft. Ein wirklich sehr ansprechendes Frühstück. Was hat dieser One-Way-Flug von Las Vegas nach Frankfurt in der Business Class auf dem Prime Seat gekostet? Und wie bekommt man diesen Flug noch etwas günstiger? Der Business Class Tarif auf dieser Strecke an dem Flugtag hat 1.450 € betragen. Der Aufschlag für den Prime Seat lag bei nochmals 250 €. Insgesamt also 1.700 €. Da Felix aber die American Express Platinum Card hat, hat er 100 € für den Flug und 50 € für die Prime Seat Reservierung zurückerstattet bekommen und sich damit 150 € gespart. Damit man diesen Rabatt auch bekommt, muss man über den Reiseservice von American Express telefonisch buchen, was glücklicherweise sehr gut funktioniert. Diese Vorteile gelten wohl noch bis Februar 2025. Was meint ihr? Wäre euch der Prime Seat mit den zusätzlichen Amenities ca. 200 bis 250 € wert? Lohnt der Aufschlag? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Felix war davon angetan und wollte sich das mal bewusst gönnen. Ist der Prime Seat nun mit der First Class oder Lufthansa Allegro Suite vergleichbar? Ich würde sagen, nicht ganz. Man hat zwar eine Menge Platz und viel Ablagefläche, der Monitor ist groß und es gibt eine Menge Goodies. Man ist recht privat, aber hat nicht so das Suite-Gefühl wie bei der Allegris. Es gibt keine Seitenwände. Das Catering ist zwar sehr gut, aber sicherlich nicht so exquisit wie in der First Class. Außerdem wirkt der Sitz für eine kurze Lebenszeit ganz schön ramponiert. Allerdings ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wiederum sehr gut. Schade, dass man bei Condor nur noch beim eigenen Programm oder bei Alaska Airlines sammeln kann. Wenn euch dieser Flugreport gefallen haben sollte und ihr auch weiterhin gut über alles zum Thema Miles & More, spannende Flüge und besondere Reisen informiert sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und werdet sogar Mitglied. Herzlichen Dank! Wenn ihr so reisen möchtet wie ich, dann lasst euch von mir coachen. Wie schon viele Reisefans vor euch. Liebe Grüße vom Meilencoach.